Gestern Nacht ist hier der Hurricane Grace über die Yucatan-Halbinsel gezogen und wir befinden uns jetzt in der Stadt Cantunilquín, glaube ich, und haben das Ganze hier abgewartet. Allerdings war hier wirklich kaum was davon zu spüren, ein bisschen Wind und ein bisschen Regen. Aber so an der Küste, Tulum und auch ein bisschen Puerto Morelos, wo wir vorher waren, da war es anscheinend schon ein bisschen stürmischer. Also das war ein Hurricane der Stufe 1, also nicht so stark, aber ja, ein bisschen war da schon was los. Und hier vorne ist jetzt gerade eine riesengroße Pfütze. Also ein bisschen Regen ist hier wohl schon runtergekommen. Wir warten mal ab, wenn das Auto da durchfährt, wie das aussieht. Wir da auch durchfahren können. Ja, nee, das ist nicht so tief. Das sollte klar gehen. Ja, wir müssen einmal kontrollieren, wie das hier unten aussieht. Ob das Wasser reingekommen ist. War ein bisschen, glaube ich. So, okay. Ja, sieht gut aus. Wir müssen gleich schnell weiterfahren, sonst wacht sie auf. Aber im Fahren ist es echt gut. Sie wird da drin so langsam reingeschaukelt in das Schlaf. So wie wenn man sie selbst in den Schlaf bringt. Automatisiert. Mit den Beinenergie. Gut, wir machen eine kurze Pause. 20 Kilometer haben wir schon gemacht. Läuft wirklich hervorragend. Super, alles gut, auch mit Kira. Sie schläft direkt ein, wenn wir sie in den Anhänger legen und ist dann ruhig und liegt da gemütlich. Jetzt eben ist sie dann aufgewacht langsam, weiß nicht, vor 3-4 Kilometern oder so, aber dann liegt sie da noch gemütlich und ja, ist ganz fröhlich einfach im Anhänger. Jetzt sind wir halt knapp 2 Stunden gefahren, so, weiß ich nicht, Stunde 45 oder so, und man sagt halt so, nach 2 Stunden sollte man die Kinder aus so einem Anhänger halt rausnehmen oder auch aus einem Kindersitz oder aus so einem Kinderwagen auch irgendwie, wo man irgendwie so liegt oder sowas. So 2 Stunden ist halt das Maximum wegen des Rückens. Und dann einmal kurz tragen, einmal kurz strecken, einmal kurz, was weiß ich, hinlegen und spielen und Pause machen. Und dann geht es gleich weiter und wir gucken mal, ob es gleich vielleicht noch eine kleine Cenote gibt, wo wir noch eine kleine Pause machen können. Das wäre cool. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чудо-остров, чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, чунга-чанга, весело живет. Чунга-чанга, so läuft das. Da muss man zwischendurch auch schon mal ein kleines Lied raushauen, um die Stimmung hochzuhalten. Ne, sie ist jetzt wach, aber zufrieden. Ein kleines Lied kann nicht schaden. So, hier auf der Karte sind halt überall so diese Cenoten markiert, also überall diese blauen Teile. Es sind echt viele hier. Problem ist halt, dass sie wahrscheinlich alle gar nicht erschlossen sind und so. Die soll jetzt irgendwie hier sein. Also ne, hier geht es nicht so wirklich weiter. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen Eingang finde. Undurchdringlicher Dschungel. Ne, sieht nicht so aus. Nichts gefunden. Na gut, dann fahren wir direkt in die Stadt und suchen ein Hotel. Wir haben hier ein provisorisches Fliegengitter aufgebaut, falls hier ein paar Moskitos gibt.
Aber das ist die erste Anschaffung, die wir uns in der Großstadt machen. Noch ein riesen Fliegengitter. Das brauchen wir. Aqui há hotel? Sehr gut. Hotel gefunden. War nichts wirklich markiert auf Maps.me oder auf Google Maps. Müssen wir uns ein bisschen durchfragen. So richtig in Betrieb ist der Laden hier, glaube ich, auch nicht. Aber wir haben das Zimmer bekommen. Für 300 Pesos. Ziemlich guter Preis. Sí. Ach, gracias. Noch Toilettenpapier und Seife bekommen. Ja, sehr gut. Einfaches Zimmer mit Fenster. Gut. Ganz gut ein Bett, auf dem Kira gerade liegt. Ja. Sie ist gerade dabei, sich umzudrehen. Wunderbar. Sie dreht sich gerade um. Colonia Yucatan heißt das Dorf hier, in dem wir jetzt sind. Und wir machen einen kleinen Spaziergang. Schauen mal, was hier so los ist. Spannende Stadt. Guten Morgen, 6:30. Hier sind unsere ganzen Sachen. Ich bereite jetzt die Räder vor und trage gleich das ganze Gepäck dann runter. Noch ein bisschen früh. Baue die Taschen ans Fahrrad und dann geht es weiter. Olga kümmert sich oben um Kira. Hier sind unsere Räder. Sehr, sehr gut. Und dann heute wieder etwas größere Etappe. 39 Kilometer, knapp 40 Kilometer bis nach El Cuyo. Zurück an den Strand. Yeah! Gestern haben wir uns relativ spontan für diesen Weg, den wir jetzt fahren, entschieden. Die Hotelbesitzerin hat einfach ein bisschen erzählt irgendwie oder auch gefragt, wo wir hinfahren wollen. Wir haben ein bisschen erzählt und so weiter und sie meinte dann, ja, warum fahrt ihr denn nicht nach El Cuyo? Und wir meinten, ja, ist irgendwie eine Sackgasse, wir müssten da halt hinfahren und wieder zurückfahren. Und sie meinte aber dann so, boah, aber ist das so schön. So ein schöner Strand, so ursprünglich und so klein. Und solltet ihr euch nochmal überlegen, ob ihr da wirklich nicht hin wollt. Und dann haben wir uns das kurz überlegt und dann gesagt, so hey, ja, doch, warum eigentlich nicht? Wir hatten das halt vorher schon auf dem Plan, dahin zu fahren. Haben dann aber doch irgendwie gesagt, so nee, irgendwie nicht, den gleichen Weg hin und zurück. Aber dann haben wir gestern halt gesagt, so hey, warum eigentlich nicht, ist doch vollkommen egal. Wir haben wirklich alle Zeit der Welt. Wir können da hinfahren, können da 1, 2, 3 Tage bleiben, je nachdem, wie uns das gefällt. Und dann einfach den gleichen Weg zurückfahren und dann im gleichen Hotel, wo wir jetzt gestern Nacht geschlafen haben, dann einfach nochmal schlafen und dann so weiterfahren, wie wir es eigentlich geplant hatten. Es fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. So ein bisschen entspannter noch und noch flexibler an die Routenplanung zu gehen. Das hatten wir sonst so auf unserer Reise
Zumindest in dem Ausmaß eigentlich nicht, weil wir vor allem doch auch immer so ein bisschen nach Visa gucken mussten und irgendwie auch einfach weiterfahren wollten. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, würde ich sagen. Eine Sache, die wir hier mit Kira bzw. allgemein mit Baby und mit Kinderanhänger beachten müssen, ist natürlich die Sonne. Deswegen fahren wir halt auch so früh los. Und ich habe mir jetzt hier noch zusätzlich was ausgedacht, beziehungsweise es war tatsächlich ein Kommentar unter einem unserer Videos. Ziemlich guter Kommentar, ziemlich hilfreicher Kommentar, ziemlich gute Idee. Und zwar halt so ein zusätzliches Sonnensegel da einfach rüber zu spannen. Und wir haben hier jetzt unser Reborso genommen. Das ist so ein Tragetuch eigentlich für Kira. Das habe ich halt hier jetzt einmal an meinem Fahrrad festgebunden und dann das so breit gefächert quasi, dass das so ein richtig guter Sonnenschutz ist. Das ist dann hier hinten einfach auch befestigt mit dem Knoten. Und das Gute ist jetzt halt, dass der Sonnenschutz halt hier so frei hängt ist, sodass sich halt der Wagen darunter wirklich gar nicht aufheizt. Hier im Wagen integriert ist halt auch ein Sonnenschutz. Hier das Teil, das kann man hier auch so reinhängen. Aber da ist dann halt wirklich das Problem, dass sich der Wagen aufheizt. Ist jetzt noch nicht so wichtig, sage ich mal, weil es sowieso auch früh morgens ist und wir sowieso früh und morgens fahren. Also er heizt sich sowieso nicht so wirklich auf. Aber so hat man einfach noch einen zusätzlichen Schutz, sage ich mal, vor der Sonne und noch weniger die Gefahr, dass sich das Ganze halt aufheizt und dass es für Kira zu warm wird. Ziemlich cool. Mal gucken, wie das funktioniert. Man kann sich halt irgendwie Pläne machen und überlegen, wie und wo und wann man ankommen möchte. Aber wenn man ein kleines Baby dabei hat, dann bestimmt dieses kleine Baby deinen Rhythmus und sagt an, wann Pausen gemacht werden sollen und wann nicht. Und jetzt ist Kira gerade aufgewacht, vor einer halben Stunde ungefähr. Und wir machen hier Pause, versuchen sie zu beruhigen und versuchen sie einzuschlafen und stillen sie oder Olga stillt sie. Aber sie ist ein bisschen unruhig. Wenn wir sie zurück in den Wagen legen, fängt sie an zu schreien. Wir müssen jetzt abwarten, bis sie wieder einschläft. Dann weiterfahren. Ist jetzt 9 Uhr. Also sonnentechnisch geht es auf jeden Fall noch klar. So bis 10:30 ist eigentlich kein Problem. 11, dann wird es langsam doch ein bisschen heißer. Wir haben jetzt zusätzlich noch den Sonnenschutz, von daher passt das, glaube ich. Und es sind noch 20 Kilometer. Wenn wir da wirklich in die Pedale treten, dann schaffen wir das in einer guten Stunde. Von daher haben wir jetzt schon auch noch ein bisschen Zeit. Können uns die Zeit nehmen, sie zu beruhigen, bis sie einschläft. Und dann geht es weiter. Geschafft. Ey Kujo! Kira ist irgendwann glücklicherweise Eine Stunde und Viertelstunde. 1,25 Stunden ist sie eingeschlafen, aber dann hat sie jetzt auch die restlichen knapp 20 Kilometer komplett durchgeschlafen. Sie schläft immer noch. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach einer Unterkunft und dann sehen wir weiter. Kleine Planänderung. Wir holen uns erst noch mal ein zweites Frühstück und dann gucken wir nach einem Hotel. Muss man die Prioritäten richtig setzen. Muchas gracias. Nice.
Jetzt gehen wir zum Strand. Seit, ich glaube, fast einer Woche sind wir unterwegs. Und seitdem wir Porto Morelos verlassen haben, haben wir kein Meer mehr gesehen. Jetzt kamen wir wieder ans Meer. Und wir freuen uns, jetzt wieder zu schwimmen. Aber hier muss das Meer komplett anders sein. Sehr viel welliger quasi. Es ist sehr viel windiger, weil es irgendwie ein super guter Platz zum Kitesurfen. Mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall das Meer schon von weitem gesehen. Das sah türkis aus. Was auf jeden Fall als erstes hier auffällt, sind die Sandwege. Das finde ich eigentlich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Gefällt mir doch deutlich besser als solche asphaltierten großen Straßen. Das sieht doch hier wirklich noch viel, viel mehr nach Karibik aus. Nach Strand, nach Entspannung und einfach nach einer guten Zeit. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall, hier ein paar Tage zu verbringen. Wir haben das Hotel jetzt erstmal für 2 Nächte gebucht. Gucken wir mal. Guten Morgen! Nachdem wir uns eben den Sonnenaufgang angeschaut haben, machen wir jetzt noch einen kleinen Ausflug. Und zwar zu den Flamingos. El Cuyo liegt nämlich auf so einer vorgelagerten Insel, quasi so halbwegs. Und hier quasi zwischen dieser Insel, wo wir jetzt sind, und quasi dem Hauptland ist halt so diese Lagune. Und da leben super viele Flamingos. Überall sind Flamingos. Da hinten sind sie ein bisschen weiter weg. Aber hier sind sie relativ dicht. Ziemlich cool. Wow, mega besonders. Richtig, richtig cool, die Flamingos so nah zu sehen. Sind jetzt noch an an eine andere Stelle gegangen und da konnten wir echt wirklich ziemlich dicht rangehen. Ich weiß nicht, vielleicht 30, 40 Meter würde ich mal so tippen. Dann mit der Kamera ordentlich reinzoomen. Mal richtig coole Aufnahmen bekommen. Sieht richtig, richtig cool aus. Kira gefällt es aber nicht so gut. Die ist ein bisschen unruhig. Vielleicht, weil es ein bisschen zu sonnig ist. Weiß ich nicht. Wir waren gerade im Schatten, ist besser geworden. Na gut. Aber okay, das war auch schon unser Ausflug. Sind nur einmal kurz aus dem Dorf raus. 2 Kilometer oder sowas. Oder 1 Kilometer vielleicht sogar nur. Können wir jetzt auch zurück ins Hotel. Okay, wir sind wieder zurück im Hotel. Olga bringt Kira gerade wieder zu Bett, glaube ich, und wäscht sie noch einmal. Ich chill ein bisschen in der Hängematte. Ziemlich nice hier, sehr, sehr entspannt. Und bin gerade ein bisschen auf Instagram unterwegs. Falls ihr uns da noch nicht folgt, da gibt es jeden Tag aktuelle Bilder von unserer Reise. Und gestern haben wir ein Bild dort gepostet, was ziemlich gut ankam. Ich habe so ein bisschen unseren Alltag beschrieben auf unserer Reise. Und was mich richtig freut, ist, dass wir wirklich richtig positives Feedback von euch bekommen. Viele sehr, sehr tolle Kommentare, sehr viele zusprechende Kommentare. Dass es, ja, so wie wir es machen, dass es sich gut anhört und dass es auch für Kira alles gut ist. Und dass wir verantwortungsvoll damit umgehen und so weiter. Und das stimmt mich wirklich sehr, sehr fröhlich und sehr, sehr glücklich, weil zuvor
haben wir doch teilweise auch schon ein paar negative Kommentare gehört oder bekommen. Und das stimmt einen dann natürlich schon traurig, sage ich mal, in irgendeiner Weise. Weil es ist natürlich absolut in keinster Art und Weise irgendwie unsere Absicht, unserer Tochter irgendwie zu schädigen oder sie in Gefahr zu bringen und so weiter. Und wir machen uns da halt wirklich extrem viele Gedanken drüber, wie wir das Ganze optimal gestalten können. Das kann man natürlich nicht alles, unsere gesamten Gedanken in die Videos und in die Beiträge reinbringen, weil das einfach viel zu viel ist. Und obwohl die Leute halt dieses Wissen nicht haben, oder die Leute, die haben halt nicht dieses Wissen, was wir jetzt haben, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, und trotzdem machen sie dann halt negative Kommentare, ohne halt wirklich die gesamte Story zu kennen, die gesamten Fakten irgendwie zu kennen und zu wissen und so weiter. Und das war dann schon irgendwie teilweise ein bisschen hart. Und deswegen bin ich halt umso fröhlicher, dass dieses Bild von gestern jetzt wirklich so gut angekommen ist, wo ich unseren Alltag mal beschrieben habe, wie das Ganze funktioniert, wie wir losfahren und so weiter. Und dass wir halt bis 10 Uhr ungefähr eigentlich unsere Etappe geschafft haben wollen, 10, halb 11. Und dass Kira auch gemütlich im Anhänger schläft und so weiter. Richtig, richtig gut, das finde ich richtig toll. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, für diese ganzen schönen Kommentare von euch. Und genau, schreibt gerne auch, ich lege mein Handy einmal ab. Schreibt gerne auch eure Kommentare mal zu dieser Thematik hier unter dem Video. Da freue ich mich auch drauf, oder da freuen wir uns auch drauf, den Austausch zu haben. Wir haben auch schon wirklich teilweise ein paar richtig gute Tipps bekommen von anderen Familien, die auch mit Kindern, mit Babys am Radreisen sind. Also wir sind da natürlich nicht die Ersten, die sowas machen. Ganz klar, da sind ganz viele andere Leute auch unterwegs mit ihren Babys und Kindern, sonst wird es ja gar keine Kinderanhänger geben. Vielleicht teilweise auf kürzeren Touren, vielleicht nicht unbedingt direkt in Mexiko, aber das kombiniert sich halt natürlich auch mit unserer über 5-jährigen Erfahrung auf Fahrradweltreise. Also wir wissen schon und können alles schon einschätzen, den Verkehr und die Straßen und die Hitze und was weiß ich, Versorgungsmöglichkeiten und so weiter. Da haben wir natürlich die entsprechende Erfahrung. Von daher bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass das Ganze auch in Zukunft weiterhin so wunderbar klappen wird und freue mich auf jeden Fall auch auf die nächsten Etappen. Weiter geht's jetzt auf jeden Fall morgen höchstwahrscheinlich den gleichen Weg wieder zurück, den wir hier nach El Cuyo gekommen sind, nach Colonia Yucatan, so hieß das Dorf. Und da gucken wir dann mal weiter. Und eigentlich würde ich sagen, machen wir hier jetzt Schluss. Daumen nach oben lassen. Ciao.